Hallo meine Freunde, hola Madridistas, der 6. Spieltag der La Liga ist seit gestern Abend offiziell beendet mit dem Spiel Oviedo gegen Barcelona. Was da passiert ist und was das für die Tabelle bedeutet, das schauen wir uns natürlich heute auch in dem Video an. Aber vor allem unterhalten wir uns über eine Frage, die über den gesamten Madridismo hängt. Morgen um 16:15 Uhr hat Real Madrid die erste richtige Bewährungsprobe dieser Saison. Das erste Duell auf Augenhöhe. Real Madrid muss ins Wanda Metropolitano. Morgen findet das Madrider Stadtderby statt. Atletico Madrid gegen Real Madrid. Und die Frage ist Jude Bellingham wieder bereit für die Startaufstellung? Und falls ja, wer geht für ihn raus? Was da die Presse denkt, was meine Meinung ist etc., darüber reden wir in dem Video. Dann habe ich noch etliche andere Informationen. Ich bringe euch wieder auf den neuesten Stand rund um Real Madrid. Also viel Spaß beim Video. Ja, wie eben gesagt, Oviedo und Barcelona haben gestern den 6. Spieltag der La Liga beendet. Die Katalanen setzen sich standardgemäß mit 3:1 beim Aufsteiger durch. Obwohl man sagen muss, Oviedo hat dagegen gehalten. In der ersten Halbzeit sind sie sogar mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit gegangen. Aber in der zweiten Halbzeit haben irgendwann die Kräfte nachgelassen. Die Räume konnten nicht mehr so zugelaufen werden und Barcelona hat verdient gewonnen. Das bedeutet für die Tabelle, dass die Katalanen einfach nicht locker lassen. Nach 6 Spieltagen hat Real Madrid weiter mit 18 Punkten den Platz an der Sonne inne. Doch der FC Barcelona mit 16 Punkten knapp dahinter. Xabi Alonso betont in der Pressekonferenz immer wieder, wir müssen diese Saison, wenn wir Meister werden wollen, viele Punkte holen. Und der FC Barcelona hat wieder bewiesen, dass unser Trainer recht hat. Es wird ein sauknappes Meisterschaftsrennen. Ich glaube, erst an den letzten Spieltagen wird entschieden, wer sich diese Meisterschaft holt. Ja, wie dem auch sei, der FC Barcelona gewinnt 3:1. Und bevor ich jetzt zu den Themen von Real Madrid komme, erlaubt mir mein Nostalgikerherz. Gestern Abend hat auch Osasuna gegen Elche 1:1 gespielt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum sagst du uns das? Schauen wir uns mal das 1:0 von Osasuna an. Denn das war von unserem Canterano, von dem Spieler, von dem wir uns noch 50% gehören, nämlich Vítor Muñoz. Ihr erinnert euch, derjenige, der gegen Barca die 100%ige leider daneben geschossen hat und danach so viel Kritik bekommen hat. Naja, schauen wir uns mal an, was der gestern für Osasuna für ein Tor gemacht hat. So. Ja, schade, dass er gegen Barcelona damals nicht so getroffen hat. Aber wie dem auch sei, schönes Tor von unserem Vítor Muñoz. Ich drücke ihm die Daumen. Jeder Spieler, der aus unserer Jugend sich so weiterentwickelt, kann ein gutes Zeichen sein. Weiß Gott, wenn er sich weiter so entwickelt, kommt er vielleicht eines Tages zurück und darf seine Heimspiele im Santiago Bernabéu absolvieren. Ja, diesen Übergang habe ich so gewählt, denn es gibt auch Neuigkeiten zum Santiago Bernabéu. Gestern wurden die ersten, oder besser gesagt, der erste Buchstabe angebracht. Ihr seht es, das B. Und ich zeige euch mal das Endergebnis, wie es aussehen soll, wenn es fertig ist. Bernabéu. Es soll kurz, prägnant, markentechnisch besser sein, damit man halt fürs Marketing mehr machen kann. Ja, und ich möchte ganz ehrlich mit euch sein, mir gefällt es nicht. Also versteht mich nicht falsch, die Buchstaben, das Emblem, das Wappen, das sieht natürlich optisch schön aus. Ich habe auch Verständnis dafür, dass wir im Jahr 2025 leben. Alles muss schnell und kurz und prägnant sein. Es ist besser für die Vermarktung, ja. Aber ich finde, wir müssen unseren Legenden gegenüber dankbar sein. Und ich glaube, im ganz Real Madrid gibt es keine größere Legende als Santiago Bernabéu. Ohne diesen Mann gäbe es Real Madrid gar nicht so, wie wir Real Madrid heute kennen. Und ich finde, ich weiß nicht, ob respektlos das richtige Wort ist, aber mein Real Madrid-Herz, meine Nostalgie verlangt von mir einfach, ich würde da gerne ein
Don Santiago Bernabéu sehen. Lassen wir das Don weg. Santiago Bernabéu heißt dieses Stadion für mich. So ist es in der Welt des Fußballs bekannt. Marketing, schön und gut. Aber ich finde auch, dass Geschichte wichtig ist, Anerkennung wichtig ist, Dankbarkeit wichtig ist. Und ich bin der Meinung, das Stadion sollte weiterhin Santiago Bernabéu heißen. Das ist aber natürlich meine persönliche Meinung. Wenn du eine andere hast, lass die bitte in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ja, ein Thema, wo wir uns, glaube ich, alle relativ sicher sind, um zum nächsten Thema überzuschwenken, ist, dass Aurélien Tchouaméni bisher die Saison seines Lebens spielt. Der Spieler, der unter Xabi Alonso mit dem größten Wachstum gemacht hat. Und ich habe neue Informationen. Aurélien Tchouaméni hat sich bei seinem letzten Länderspiel mit Frankreich, ich habe natürlich die 10 von Zidane an, aber ich glaube, das wusstet ihr. Ja, Aurélien Tchouaméni hat sich bei seinem letzten Länderspiel eine rote Karte geholt. Und jetzt kommt die Information, er wurde für 2 Spiele gesperrt. Das bedeutet leider, bei der nächsten Länderspielpause, die ist ja nicht mehr weit weg, kann Aurélien Tchouaméni leider nicht mit nach Frankreich reisen. Oh, das tut mir aber sehr leid. Aurélien Tchouaméni muss leider in Madrid bleiben und unter Xabi Alonso trainieren. Naja, ich könnte nicht trauriger sein. Nein, Spaß. Natürlich gute Nachrichten für den Madridismo. Aurélien Tchouaméni ist einer der Spieler, der zurzeit am meisten benötigt wird. Es ist gut für Madrid, dass der sich bei einer Länderspielpause auch mal ausruhen darf. Naja, schade für ihn, freut mich persönlich, aber für Real Madrid. Ja, und bevor wir jetzt zur großen Frage des Videos kommen, wer wird am Samstag, wer wird morgen gegen Atletico Madrid spielen? Schaut euch erstmal das Training von Real Madrid von gestern an. Ja, es ist immer wieder eine Freude, den Jungs beim Training zuzuschauen. Die erste Aktion von Eduardo Camavinga. Was ist das bitte für ein Dribbling und ein Abschluss? Aber generell das Tempo, wie ich gestern schon gesagt habe, Xabi Alonso ist so intensiv bei jeder einzelnen Trainingseinheit. Man kann die ja täglich sehen, dass es verständlich ist, dass auch jeder, der eigentlich kein Stammspieler ist, in die Mannschaft geworfen werden kann, weil er Tag für Tag diese Intensität im Training mitnimmt. Es fühlt sich an wie ein La Liga-Spiel. Gott sei Dank nicht mit ganz so viel Einsatz, denn wir wollen nicht wieder so viele Verletzte wie letzte Saison. Ja, und jetzt passt das auch zu dem Thema, über das dieses Video geht. Jude Bellingham ist wieder da. Seine Schulter-OP ist inzwischen 7 Wochen her, wenn ich mich nicht täusche. Und die große Frage ist er bereit fürs Wanda Metropolitano? Kann er starten? Die Frage stellt sich nicht nur ich oder du oder wahrscheinlich der gesamte Madridismo, sondern auch der Ass hat sich diese Frage gestern gestellt. Schauen wir uns mal die Antwort von denen zusammen einmal an. Bellingham ist das Dilemma. Xabi Alonso zögert, ihn im Metropolitano von Anfang an einzusetzen. Er würde Güler oder Mastantuono auf die Bank setzen. Seine Schulter ist in Ordnung, aber es gibt noch Zweifel an seiner Fitness. Hey Jude, du bist das große Fragezeichen. Der Name, der Xabi Alonso im Kopf herumschwirrt und der seine weitere Entscheidung beeinflusst. Startspieler oder Einwechselspieler? Das ist die Frage. Ein Dilemma, das innerhalb von 3 Tagen
also der Artikel ist von gestern, also jetzt bleiben ihm noch 2 Tagen, gelöst werden muss. Und es hält 3 Musketiere in Atem. Güler, Mastantuono oder Bellingham. Nur 2 können spielen. So einfach ist das. So unverblümt. Einer muss auf der Bank sitzen. Und obwohl sie nicht wollen, dass es Bellingham ist, hat er immer noch die meisten Chancen. Denn um seine körperliche Verfassung besteht kein Grund zur Sorge. Wohl aber um seine sportliche Belastbarkeit. Das spürt und sieht man bei Valdebebas. Seine linke Schulter, die er sich am 5. November 2023 ausgerenkt hat, ist in Ordnung. 71 Tage sind seit seiner Operation am 16. Juli in London vergangen. Und Jude trainiert seit mehreren Wochen in der Gruppe, steckt Stöße ein, fällt hin und bewegt das Gelenk viel. Er hat keine Schmerzen, nicht die geringsten. Die Operation war ein Erfolg und er hat während der Reha so hart gearbeitet, dass er die Muskulatur des Bereichs deutlich gestärkt hat. Bellingham hat 2 Monate lang unermüdlich daran gearbeitet, so schnell wie möglich, aber sicher zurückzukehren. Er absolvierte Doppel-, ja sogar Dreifach-Training, das an manchen Tagen 8 oder 9 Stunden dauerte. Fitnessstudio und Physiotherapie. In der Ciudad Deportiva staunte man. Er verbringt den ganzen Tag hier. Es ist unglaublich. Manchmal ist er der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. 3 Tage bleiben, um eine Entscheidung zu treffen. Um das große Dilemma zu lösen. Eines, das die Startaufstellung bestimmt. Wenn Jude nicht startet, bleibt Güler im Zentrum und Mastantuono auf dem Flügel. Es wäre eine Fortsetzung dessen, was so gut funktioniert hat. Alles in allem ein kleineres Übel. Aber wenn Bellingham reinkommt, müsste einer auf die Bank. Entweder würde Güler auf den rechten Flügel spielen oder Mastantuono. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Ihr könnt gerne ins Ass gehen, eintragen Bellingham Dilemma. Dann könnt ihr euch den Text auch übersetzen lassen. Also, könnt ihr euch den ganzen Text durchlesen. Ja, das ist also die Meinung vom Ass. Jude Bellingham würde entweder einen Arda Güler oder einen Franco Mastantuono aus der Startelf verdrängen. Ja. Jetzt kommt meine persönliche Meinung. Nein, zunächst einmal noch den Respekt an Jude Bellingham, den er verdient hat. 8 bis 9 Stunden täglich. Physiotherapie, Training, der Erste da, der Letzte, der geht. Meinen Respekt an den Engländer. Er tut alles, was man als Real Madrid-Fan von einem Sportler verlangen kann. Er zentriert sich auf das Wichtigste, auf die Karriere. Er gibt seinen ganzen Arbeitstag für Real Madrid. Wir Madridistas können froh sein, so einen Profi in unserer Mannschaft zu haben. Das zeigt auch, wie ernst die Kabine von Real Madrid ihren Job nimmt. Ich könnte nicht stolzer sein. Zum anderen ein zweites Thema. Ich glaube, das steht außer Frage. Wenn Jude Bellingham fit ist, wird er zu 100% Stammspieler bei Real Madrid. Ich glaube, hinter dieser Aussage steht kein einziges Fragezeichen, sondern dahinter stehen 5 Ausrufezeichen. Er ist vielleicht, Stand heute, der beste Mittelfeldspieler der Welt. Natürlich wird er spielen. Und ob das Spiel morgen im Wanda Metropolitano so aussagekräftig ist, möchte ich bezweifeln. Ich sehe das nämlich wie Ass. Ich glaube auch, morgen wird so ein körperintensives Spiel, vor allem im Mittelfeld, da wird es in den Zweikämpfen krachen. Und ich glaube, ein Xabi Alonso, der wird nicht dieses Risiko eingehen, dass ein Jude Bellingham sich wieder verletzen könnte. Außerdem hat Xabi Alonso so noch den leichten Ausweg nach dem Motto, du kommst gerade aus einer Verletzung, lass erstmal die anderen, die topfit sind, spielen. Never change a winning team. Naja, Xabi Alonso nimmt das nicht so wörtlich. Also ich glaube, Xabi Alonso wird natürlich wieder rotieren. Ein Carvajal wird zurückkommen, ein Tchouaméni, ein Militao, die werden zurückkommen. Aber ich glaube, ein Jude Bellingham wird morgen erst von der Ersatzbank starten. Das ist meine persönliche Meinung. Aber jetzt kommen wir zu meiner Meinung, was ist, wenn Jude Bellingham wieder ganz fit ist? Wie sieht es in Zukunft aus? Punkt Nummer 1. Ein Xabi Alonso wird immer viel rotieren. Also nur weil ein Bellingham zurückkommt und ein Mastantuono mal draußen ist oder mal ein Tchouaméni, mal ein Valverde, mal ein Arda Güler etc., bedeutet das nicht, dass er dem den Spot geklaut hat. Nein, es gibt Spiele, da startest du, Spiele, da startest du. Wir werden mit Sicherheit mal 3-5-2 spielen, mit Sicherheit dann wieder 4-3-3. Also, einzelne Situationen. Xabi Alonso hat uns eins gezeigt, er wird immer sehr viel rotieren. Auch ein Eduardo Camavinga wird seine Minuten bekommen. Oder ein Dani Ceballos, der uns gezeigt hat, dass er ein toller Fußballer ist. Aber ich glaube,
dass der Ansatz von diesem Artikel schon falsch ist. Ich glaube, in der Defensive sind wir uns relativ einig. Die 4 Verteidiger kennen wir mit einem Carreras, einem Dienhausen, einem Militao, einem Dani Carvajal, solange Trent Alexander-Arnold verletzt ist, Courtois im Tor. Dann das Dreier-Mittelfeld. Und ich glaube, ein Aurélien Tchouaméni ist zurzeit gesetzt wie ein Fels in der Brandung. Das ist vielleicht der Spieler der Saison zurzeit. Ein Tchouaméni ist unantastbar. Und dann gibt es 2 Spots. Den Spot von Arda Güler und den Spot von Fede Valverde. Und ich persönlich glaube, ein Jude Bellingham ist eher der Spielertyp Fede Valverde, der Box-to-Box-Spieler, der Allrounder, der vorne und hinten der Mannschaft hilft, als ein Arda Güler. Der ist eher ein Spielgestalter. Ich glaube, derjenige, der mit Arda Güler um seine Position konkurriert, ist eher ein Dani Ceballos, auch ein Spielgestalter. Wir haben im Laufe der letzten Saison oft gesehen, dass Madrid Probleme hatte, den Ball von hinten nach vorne sauber zu spielen. Und diese Lösung ist in der Mannschaft entweder ein Arda Güler oder ein Dani Ceballos. Das heißt, die Frage, ob Bellingham oder Arda spielen sollten, ich glaube, die stellt sich gar nicht so. Und so blöd es sich anhört, wenn ich sage, hört es sich seltsam an, ist die Frage, ob Bellingham nicht für einen Fede Valverde kommen sollte. Aber es ist für mich so undenkbar, dass ein Fede Valverde auf der Bank ist. Naja, ein Spiel kann er mit Sicherheit irgendwo mal auf der Bank sein, abgesehen von der normalen Rotation, dass ich tatsächlich glaube, ein Franco Mastantuono, so gut er sich auch anstellt, so sehr Xabi Alonso ihn auch liebt, ist die Position, die am ehesten zu ersetzen ist. Wie gesagt, ein Real Madrid kann nicht ohne einen Spielgestalter spielen. Ein Jude Bellingham muss spielen und ein Fede Valverde ist eine Institution, muss auch spielen. Daher ist meine persönliche Meinung, dass, wenn heute ein Champions League Finale wäre, formuliere ich es mal so, Franco Mastantuono derjenige wäre, der irgendwann in der zweiten Halbzeit einen neuen Impuls setzt. Das ist meine persönliche Meinung. Deshalb die Frage Bellingham oder Arda Güler, ich glaube, die stellt sich nicht. Real Madrid hat vor allem, als Arda Güler gegen Espanyol Barcelona auf der Bank war, gemerkt, wie wichtig der Türke für den Spielaufbau ist. Real Madrid hat einen ganz anderen Fußball gespielt. Versteht mich nicht falsch, Madrid war trotzdem 2-0 vorne. Madrid wird auch ohne Arda Güler oder ohne Dani Ceballos, ohne einen Spielgestalter viele, viele Spiele gewinnen. Die Art, wie Madrid gerade spielt, hohe Ballgewinne, kurze Distanz zum Tor, Abschlüsse, Standardsituationen, individuelle Superklasse von unseren Spielern. Real Madrid hat ganz viele Waffen, um Spiele zu gewinnen. Aber ein Xabi Alonso lebt die Philosophie, wir möchten das Spiel diktieren, wir möchten das Sagen haben, wir möchten den Ball haben. Und dafür ist zurzeit ein Arda Güler unverzichtbar. Oder, wie gesagt, wenn er mal draußen ist, ein Dani Ceballos unverzichtbar. Das ist meine Meinung. Ihr habt vielleicht eine andere? Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn nein, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren lassen. Und wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen und Follow nicht vergessen. Und vor allem hypen, hypen, hypen. Das hilft dem Video unglaublich weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!